Die Stresstrias nach Kaluza. Was gerade im Resilienzbereich sehr nicht nur en vogue ist, sondern einfach hilft, um die Dinge zu strukturieren, ist die sogenannte Stresstrias, also die Unterscheidung in Stressoren oder stressauslösende Reize, sogenannte persönliche Stressverstärker und körperliche Reaktionen. Ich fange immer ganz gern von unten an, weil ich das Gefühl habe, bei dem Modell kann ich am schnellsten Wirkung entfalten, wenn ich mit den körperlichen Reaktionen arbeite, also mit der sogenannten regenerativen Stresskompetenz. Hier geht es dabei wahrzunehmen, zum Beispiel über Stresstests, zum Beispiel über einfach mal Beobachtung von Kollegen, Kolleginnen, zu schauen, welche körperlichen Reaktionen werden durch Stress evoziert. Das ist sowas wie fehlender Schlaf, das ist sowas wie ständige Müdigkeit, das ist sowas wie Energielosigkeit, können Rückenschmerzen sein, das kann sowas sein auf einer emotionalen Ebene wie Gereiztheit, kann sich aber auch nochmal sehr viel deutlicher zeigen, indem man beispielsweise regelmäßig so etwas wie Übelkeit oder einfach körperliche Reaktionen, Ausschläge und Co. erlebt. Das heißt, da geht es gar nicht darum, eine 1:1 Diagnose primär zu machen, sondern so das Radar mal zu schärfen und zu gucken, was passiert denn alles gerade und wie kann ich damit umgehen. Der regenerative Teil heißt, wie kann ich Entlastung schaffen, indem ich entweder länger schlafe, indem ich meine Ernährung umstelle, indem ich beispielsweise auch mal Reha mache, also je nachdem, was angemessen ist für das jeweilige Stresserleben oder für die Überbelastung, die man eben selber bei sich feststellt. Der zweite Block, also hier in unserem Modell in der Mitte, sind die sogenannten persönlichen Stressverstärker. Dahinter verstecken sich vor allem 3 Dinge. Zum einen die sogenannten persönlichen Antreiber. Also Antreiber ist eine Idee, die kommt aus der Transaktionsanalyse und geht davon aus, dass alle Menschen so eine Art Skript haben, so eine Lebensidee. Und dass in diesem Lebensskript 5 klassische Antreiber da sind, die uns helfen, nach vorne zu kommen, die aber manchmal auch übertrieben werden. Wenn ich mich recht erinnere, sind die 5 Antreiber: sei schnell, sei perfekt, mach's allen recht, sei stark und sei beliebt. Und vielleicht prüft ihr schon mal selber für euch ganz kurz, wo ihr besonders anspringt. Die größte Gefahr besteht meistens bei sei perfekt, weil mit Blick auf Resilienz komme ich dann halt so gut wie nie zu einem Ende. Der zweite Block von typischen persönlichen Stressverstärkern sind eigene Denkmuster oder Überzeugungen. Das heißt, Denkmuster sind ja das, was ich im Leben gelernt habe, wo ich davon ausgehe, so funktioniert Leben. Und wenn meine Denkmuster regelmäßig dafür sorgen, dass ich muss noch mal mehr machen, die anderen erwarten von mir dieses und jenes, es ist nicht gut genug, wenn es nicht schon dieses Element auch noch mit enthält. Das heißt, wenn ihr mal genau hinguckt, welche Denkmuster und Überzeugungen dafür sorgen, dass ihr eure Arbeit als nie ausreichend, nie gut genug, vielleicht auch im Vergleich zu anderen als unbefriedigend erlebt. Und genau darum geht es nochmal auch zu schauen, sowohl wie sind die Überzeugungen, als auch mit wem vergleiche ich mich, inwiefern ist das angemessen, welche Rahmenbedingungen unterscheiden vielleicht auch meine Leistung von der Leistung von anderen. Und der dritte wichtige Aspekt bei den persönlichen Stressverstärkern ist aus meiner Sicht einfach nochmal diese Überzeugung, dass es gelingt oder nicht gelingt. Also an anderen Stellen erlebt man das auch mit Optimismus und Pessimismus. Wenn ich immer wieder den Fokus auf Probleme lege, wenn ich immer wieder auf die Themen gehe, wo ich mich als ungenügend erlebe. Also Steve DeShazer sagte so schön, Problem Talk creates problems, Solution Talk creates solutions. Und hier aber geht es nicht darum, nur optimistisch, also rosa-rote Brille, oder nur pessimistisch zu unterscheiden, sondern für sich den persönlichen guten Mix zu finden. Man nennt das deswegen auch die mentale Stresskompetenz, also sozusagen die Ebene, wo ich persönlich an meinen Glaubenssätzen, an meinen Denkmustern, an meinen Vergleichsmöglichkeiten arbeite, um Stressauslösereize besser zu verarbeiten. Und damit ist auch schon die letzte Ebene genannt, die sogenannten Stressoren oder stressauslösende Reize. Da geht es um all das, was uns persönlich eher, ich nenne es mal vereinfacht, triggert, ja, oder anstößt, Stress zu erleben. Und das kann extrem unterschiedlich sein. Also denkt man mal ans Büro, Fenster auf, Fenster zu, kälter, wärmer, Lärm in irgendwelchen Kontexten. Das heißt, je nachdem auch, was ich wahrnehme, wie sensibel ich an bestimmten Stellen bin, unterscheiden sich auch diese Stressoren extrem stark. Hier kann ich aber an vielen Stellen etwas tun auf einer handwerklichen Ebene. Ich kann dafür sorgen, dass ich den Raum wechsle. Ich kann mich vor Lärm schützen. Ich kann auch dafür sorgen, dass ich meine Zeitplanung beispielsweise anders mache, indem ich mich besser manage. Also geht es darum, eine sogenannte instrumentelle Stresskompetenz weiter auszubreiten.
Kurz zusammengefasst, wie auf unserer Lernkarte auch nochmal deutlich wird, geht es um die Ebenen Stressoren, persönliche Stressverstärker und die körperlichen Reaktionen. Es geht darum, wie kann ich Stress erstmal in verschiedenen Bereichen für mich gut identifizieren, wie kann ich damit arbeiten und dann zum Beispiel mit sowas wie dem Energiefass gucken, welche Energiespender möchte ich ausbauen, welche Energieräuber möchte ich eliminieren. In diesem Sinne viel Erfolg mit eurer persönlichen Stresstrias und auf geht's!